Willkommen zu den Übungsgesprächen auf Deutsch. Bist du bereit, dein Deutsch zu üben und flüssiger zu werden? Lass uns anfangen. Hallo, ich bin Jon. Wie heißt du? Hallo Jon, ich bin Sarah. Schön, dich kennenzulernen. Schön, dich auch kennenzulernen, Sarah. Woher kommst du? Ich komme aus einem kleinen Städtchen namens Maplewood. Und du? Ich komme aus einer Stadt namens Springfield. Es ist ein geschäftiger Ort. Das klingt interessant. Wie lange lebst du schon in Springfield? Ich lebe seit 5 Jahren in Springfield. Und du, wie lange lebst du schon in Maplewood? Ich lebe mein ganzes Leben in Maplewood. Es ist eine ruhige und freundliche Stadt. Das ist schön. Was machst du, Sarah? Ich arbeite als Lehrerin an der örtlichen Schule. Ich unterrichte kleine Kinder. Das ist großartig. Ich arbeite in einem Büro. Ich helfe mit Computern und Daten. Das klingt auch nach einem interessanten Job. Magst du ihn? Ja, das tue ich. Ich arbeite gerne mit Technologie. Was gefällt dir am Unterrichten? Ich liebe es, mit Kindern zu arbeiten. Sie sind neugierig und lustig. Jeder Tag ist anders. Das klingt sehr erfüllend. Was machst du in deiner Freizeit, Sarah? Ich lese gerne und gehe im Park spazieren. Ich male auch gerne. Ich liebe es zu lesen und spiele auch gerne am Wochenende mit meinen Freunden Fußball. Fußball macht Spaß. Manchmal schaue ich Fußballspiele im Fernsehen. Ja, es ist spannend, ein gutes Spiel zu sehen. Hast du neben dem Lesen noch Hobbys? Ich koche gerne. Ich probiere neue Rezepte aus und mache einfache Gerichte. Und bei dir? Ich höre gerne Musik und spiele manchmal Gitarre. Das ist cool. Welche Musik magst du? Ich mag Popmusik und Softrock. Das macht mich entspannt. Ich mag auch Popmusik und manchmal höre ich Jazz. Es ist sehr beruhigend. Jazz ist schön. Hast du eine Lieblingsband oder einen Lieblingssänger? Ja, ich mag eine Band namens The Dreamers. Ihre Songs sind sehr eingängig. Von denen habe ich noch nicht gehört. Ich werde sie mir mal ansehen. Hast du Haustiere, Sarah? Ja, ich habe einen kleinen Hund namens Max. Er ist sehr freundlich. Das ist süß. Ich habe gerade keine Haustiere, aber ich liebe Tiere. Max spielt gerne im Park. Er ist sehr glücklich. Das glaube ich. Ich hoffe, ich habe irgendwann ein Haustier. Was ist dein Lieblingsessen, Sarah? Ich mag wirklich Pizza und Pasta. Ich liebe auch Eiscreme. Ich liebe auch Pizza. Mein Lieblingsessen ist ebenfalls italienisches Essen wie Spaghetti. Italienisches Essen ist das Beste. Ich esse gerne in einem kleinen italienischen Restaurant in der Stadt. Das klingt schön. Ich esse oft in einem Café in der Nähe meines Büros. Reisen dir gerne, Sarah? Ja, das tue ich. Ich war in ein paar Städten und in einem Strandort. Es war sehr spaßig. Ich reise auch gerne. Ich habe einige große Städte und ruhige Dörfer besucht. Welche Stadt hat dir am besten gefallen? Ich mochte Paris sehr. Die Gebäude sind wunderschön und das Essen ist großartig. Ich möchte eines Tages Paris besuchen. Es klingt fantastisch. Was ist deine Lieblingsjahreszeit, Jon? Ich mag den Frühling, weil das Wetter mild ist und die Blumen blühen. Ich liebe den Frühling auch. Es ist eine Zeit des Neuanfangs. Ja, der Frühling macht mich glücklich und energiegeladen. Hast du Geschwister? Ja,
Ich habe eine jüngere Schwester. Sie heißt Emily. Das ist schön. Ich habe einen älteren Bruder und eine jüngere Schwester. Familie ist wichtig. Ich liebe es, Zeit mit meiner Schwester zu verbringen. Ich auch. Ich besuche meine Familie oft am Wochenende. Was machst du gerne mit deiner Familie, Sarah? Wir essen gerne zusammen zu Abend und gehen spazieren. Manchmal spielen wir Brettspiele. Das klingt nach Spaß. Ich schaue gerne Filme mit meiner Familie. Es ist immer eine gute Zeit. Ich liebe es auch, Filme zu schauen. Was ist dein Lieblingsfilm? Mein Lieblingsfilm ist eine Komödie namens Der Glückstag. Er bringt mich immer zum Lachen. Das klingt lustig. Ich mag Abenteuerfilme. Sie sind spannend zu schauen. Liest du Bücher, Jon? Ja, ich lese viele Bücher. Ich mag Geschichten über Abenteuer und Freundschaft. Ich lese auch gerne. Ich besuche oft die Bibliothek, um neue Bücher auszuleihen. Bibliotheken sind großartig. Sie sind ruhig und voller interessanter Informationen. Was ist dein Lieblingsbuch? Mein Lieblingsbuch ist Der verlorene Schatz. Es ist eine sehr spannende Geschichte. Das klingt interessant. Ich werde versuchen, es irgendwann zu lesen. Magst du Sport, Sarah? Ja, ich mag Sport. Ich spiele Basketball und gehe manchmal joggen. Das ist gut. Ich spiele Fußball und fahre gerne Fahrrad. Radfahren macht Spaß. Ich fahre manchmal im Park Fahrrad. Ja, der Park ist ein schöner Ort, um Sport zu treiben. Was ist dein Lieblingssport, den du im Fernsehen schaust? Ich schaue gerne Basketballspiele. Sie sind sehr schnell und aufregend. Ich liebe es, Fußballspiele zu schauen. Die Spiele sind immer spannend. Hörst du Musik, wenn du Sport treibst? Ja, das tue ich. Ich höre gerne fröhliche Popsongs. Das gibt mir Energie. Ich höre auch Musik, wenn ich jogge. Das hilft mir, schneller zu laufen. Was ist dein Lieblingstyp von Wetter, Sarah? Ich mag sonniges Wetter. Es macht mich glücklich und aktiv. Ich mag sonnige Tage auch, aber ich genieße manchmal auch einen Regentag. Es ist sehr beruhigend. Regentage sind schön, um ein Buch zu Hause zu lesen. Ja, das sehe ich auch so. Was ist dein Traumberuf, Sarah? Ich träume davon, Schriftstellerin zu werden. Ich möchte Geschichten und Romane schreiben. Das ist ein wunderbarer Traum. Schreiben kann sehr kreativ und spaßig sein. Ja, ich liebe es, meine Fantasie zu nutzen. Und du, Jon? Was ist dein Traumberuf? Ich träume davon, in einem Museum zu arbeiten. Ich liebe Kunst und Geschichte. Das klingt sehr interessant. Museen sind voller erstaunlicher Dinge. Das denke ich auch. Ich besuche oft am Wochenende das lokale Museum. Hast du Ziele für die Zukunft, Sarah? Ja, ich möchte in neue Länder reisen und verschiedene Sprachen lernen. Das ist ein großartiges Ziel. Ich möchte auch viele Orte besuchen und neue Kulturen kennenlernen. Sprachen lernen macht Spaß, kann aber auch herausfordernd sein. Ja, es braucht Übung, aber ich glaube, wir können es schaffen. Was ist dein Lieblingsort in deiner Stadt, Sarah? Mein Lieblingsort ist der Park. Er ist ruhig und voller Bäume und Blumen. Ich liebe den Park auch. Ich gehe oft dorthin, um mich zu entspannen und zu lesen. Der Park ist ein toller Ort, um Freunde zu treffen und ein Picknick zu machen. Ja, da stimme ich zu. Gehst du gerne einkaufen, Sarah? Manchmal schon, ich besuche gerne kleine Geschäfte und kaufe neue Kleidung oder Bücher.
Ich genieße auch das Einkaufen auf lokalen Märkten. Es macht Spaß, neue Dinge zu sehen. Ich gehe gerne am Wochenende einkaufen. Es ist eine schöne Art, die Freizeit zu verbringen. Was ist dein Lieblingsgeschäft? Ich mag eine kleine Buchhandlung in der Nähe des Parks. Sie hat viele interessante Bücher. Das klingt schön. Ich besuche oft ein Café, das guten Kaffee und Gebäck verkauft. Probierst du gerne neues Essen, wenn du essen gehst? Ja, das tue ich. Ich probiere gerne verschiedene Gerichte in Restaurants. Es ist immer ein Abenteuer. Ich empfinde das Gleiche. Ich esse gerne an verschiedenen Orten, um neue Geschmäcker zu probieren. Was ist dein Lieblingsrestaurant? Ich liebe ein italienisches Restaurant namens Bella Italia. Das Essen ist sehr gut. Das klingt schön. Ich möchte eines Tages Bella Italia besuchen. Reisest du in den Ferien, Sarah? Ja, das tue ich. Ich versuche während der Ferien neue Städte oder das Land zu besuchen. Das ist großartig. Ich reise gerne an den Strand oder in die Berge in den Ferien. Der Strand ist sehr entspannend. Ich liebe das Geräusch der Wellen. Ja, und die Berge sind schön und ruhig. Ich gehe dort gerne wandern. Hast du einen Lieblingsurlaub? Ich liebe die Sommerferien. Das Wetter ist warm und perfekt zum Reisen. Ich mag die Sommerferien auch, aber ich genieße auch die Winterferien. Schnee ist sehr schön. Der Winter ist schön, aber ich bevorzuge die warme Sonne des Sommers. Was ist eine Sache, die du an deiner Stadt wirklich magst, Jon? Ich mag, dass Maplewood sehr ruhig und sicher ist. Die Menschen sind freundlich. Das ist wunderbar. Ich mag, dass Springfield viele Parks und unterhaltsame Aktivitäten hat. Ja, es ist gut, an einem Ort zu leben, an dem man sich wohlfühlt. Glaubst du, dass du für immer in Maplewood leben wirst? Vielleicht nicht für immer, aber ich werde viele Jahre hier bleiben. Ich möchte reisen und neue Orte sehen. Ich fühle mich genauso. Ich liebe meine Stadt, aber ich möchte auch andere Städte und Länder erkunden. Was ist deine schönste Kindheitserinnerung, Sarah? Eine meiner schönsten Erinnerungen ist, als ich Fahrradfahren gelernt habe. Es war sehr aufregend. Das klingt nach Spaß. Ich erinnere mich an meinen ersten Schultag. Ich war nervös, aber glücklich. Kindheitserinnerungen sind sehr besonders. Ja, sie machen uns zu dem, was wir sind. Hast du besondere Familientraditionen, Sarah? Ja, jeden Sonntag hat meine Familie ein großes Abendessen zusammen. Wir reden und lachen. Das ist eine wunderbare Tradition. Meine Familie hat auch Sonntagabende. Es ist eine Zeit zum Entspannen und Genießen. Traditionen sind wichtig. Sie machen die Familienzeit sehr besonders. Ich stimme zu. Was ist eine Sache, die du in der Zukunft erreichen möchtest, Sarah? Ich hoffe, in viele Länder zu reisen und neue Sprachen zu lernen. Das ist eine großartige Hoffnung. Ich hoffe, ein Buch zu schreiben und meine Geschichten mit der Welt zu teilen. Ich glaube, du kannst das schaffen. Dein Traum ist sehr inspirierend. Danke, Sarah. Ich glaube, auch du kannst deine Reiseziele erreichen. Ich werde hart arbeiten, um meine Träume wahr werden zu lassen. Es ist wichtig, Ziele zu haben. Ja, Ziele helfen uns zu wachsen und zu lernen. Glaubst du daran, jeden Tag kleine Ziele zu setzen? Ja, das tue ich. Ich versuche jeden Tag ein neues Wort zu lernen oder eine Seite eines Buches zu lesen. Das ist eine gute Gewohnheit. Ich versuche ein wenig Sport zu treiben und täglich Deutsch zu üben.
Kleine Ziele machen große Träume möglich. Genau. Jeder kleine Schritt zählt. Es war sehr schön, heute mit dir zu sprechen, Sarah. Ich habe es genossen, mehr über dich zu erfahren. Danke, Jon, ich habe unser Gespräch auch genossen. Es hat Spaß gemacht, unsere Namen vorzustellen und unsere Geschichten zu erzählen. Ja, uns vorzustellen ist eine einfache, aber wichtige Möglichkeit, mit anderen in Kontakt zu treten. Ich stimme zu. Ich habe das Gefühl, dich jetzt besser zu kennen. Ich auch. Ich hoffe, wir können bald wieder sprechen und mehr über unser Leben teilen. Das würde ich lieben. Danke, dass du mir so viele interessante Fragen gestellt hast. Danke, dass du so freundlich geantwortet hast. Ich habe viel über dich gelernt. Ich habe auch viel über dich gelernt, Jon. Es ist schön, neue Freunde zu treffen. Ja, neue Freunde zu finden ist eines der besten Dinge im Leben. Ich wünsche dir einen tollen Tag, Sarah. Danke, Jon. Ich wünsche dir auch einen wundervollen Tag. Lass uns bald wieder treffen. Das würde ich sehr gerne. Bis bald, Sarah. Tschüss, Jon. Pass auf dich auf und bis bald. Großartige Arbeit! Möchtest du dein Deutsch üben und flüssiger werden? Bitte abonniere unseren Kanal und aktiviere die Benachrichtigungsglocke, damit du keine unserer kostenlosen Übungsgespräche verpasst. Bis zum nächsten Video.